Hallo zusammen und willkommen zurück. Heute hört ihr eine einfache B1-Geschichte auf Deutsch. Wenn dieses Niveau noch etwas schwierig für euch ist, keine Sorge. Auf unserem Kanal findet ihr auch einfachere A1 und A2-Versionen derselben Geschichte. Viel Spaß! Ein Abend zu Hause. Ich heiße Anna und arbeite seit einem Jahr in einem Büro. Die Arbeit macht mir meistens Spaß, aber an manchen Tagen bin ich nach Feierabend wirklich erschöpft. Heute war besonders viel los. Ich musste viele E-Mails beantworten, an einer Besprechung teilnehmen und mehrere Aufgaben rechtzeitig erledigen. Als ich endlich nach Hause komme, freue ich mich auf einen ruhigen Abend. Zuerst ziehe ich meine Schuhe aus und wasche mir gründlich die Hände. Danach gehe ich in die Küche, weil ich großen Hunger habe. Ich koche Reis mit frischem Gemüse und brate Hähnchen in einer Pfanne. Während das Essen fertig wird, decke ich schon den Tisch. Nach dem Abendessen räume ich die Küche auf und spüle das Geschirr. Danach mache ich es mir auf dem Sofa bequem und sehe einen interessanten Film im Fernsehen. Der Film ist spannend und ich vergesse für eine Weile den stressigen Arbeitstag. Später rufe ich meine Mutter an. Wir sprechen über unsere Woche, unsere Familie und unsere Pläne für das Wochenende. Unsere Gespräche sind für mich immer etwas Besonderes, weil sie mir gute Ratschläge gibt und mich zum Lachen bringt. Bevor ich schlafen gehe, putze ich meine Zähne und bereite meine Kleidung für den nächsten Tag vor. Um 10 Uhr lege ich mich ins Bett. Ich bin zwar müde, aber auch zufrieden, weil ich nach einem langen Arbeitstag etwas Zeit für mich hatte. Morgen beginnt ein neuer Tag und ich hoffe, dass er genauso gut endet wie dieser. Repeat the following simple sentences after the narrator to practice your pronunciation. Erschöpft. Nach der langen Besprechung war ich völlig erschöpft. Nach der langen Besprechung war ich völlig erschöpft. Die Besprechung. Am Morgen haben wir eine wichtige Besprechung. Am Morgen haben wir eine wichtige Besprechung. Rechtzeitig. Ich möchte rechtzeitig bei der Arbeit sein. Ich möchte rechtzeitig bei der Arbeit sein. Der Feierabend. Nach dem Feierabend gehe ich nach Hause. Nach dem Feierabend gehe ich nach Hause. Gründlich. Ich wasche meine Hände gründlich. Ich wasche meine Hände gründlich. Das Geschirr. Nach dem Essen spüle ich das Geschirr. Nach dem Essen spüle ich das Geschirr. Spannend. Das Buch ist sehr spannend. Das Buch ist sehr spannend. Der Ratschlag. Mein Vater gibt mir einen guten Ratschlag. Mein Vater gibt mir einen guten Ratschlag. Die Kleidung. Meine Kleidung ist sauber und ordentlich. Meine Kleidung ist sauber und ordentlich.
Hoffen. Ich hoffe auf gutes Wetter. Ich hoffe auf gutes Wetter. Test your understanding of vocabulary from the story with these fun questions before the timer runs out. How did you score? Share your results in the comments. We'd love to hear from you.